So, und hiermit wieder zurück. Willkommen bei Noire. Wir sind jetzt hier beim Apartment von dem guten Mr. Bishop. Wollen wir mal schauen, was sich jetzt daraus ergibt. Bishops Apartment, 10:11 Uhr. ...308 war das Apartment. I'm Detective Phelps. We received a call about a domestic disturbance in apartment 803. Oh, the detectives. Listen, Mrs. Bishop's pretty upset. Take the elevator and then left down the corridor. It's the last door on the right. Alles klar, okay. Mrs. Bishop. Und rein da. Sounds like we're about to make it a hat trick of hysterical female witnesses. Oh ja. So, links. Hier ist es irgendwo. 803, hier auf der rechten Seite, genau. Schönes Kleid. LAPD, ma'am. Are you in danger? I'm alright now. You just missed them. Horrible, awful men. Are you injured, Mrs. Bishop. Gloria Bishop. Please, come in, officers. I'll just need to sit down for a moment. Forgive me. That's perfectly normal, ma'am. Just look at this mess! We'll take a quick search of the premises, ma'am. You take a moment to gather your thoughts. I will. Thank you, officer. Ach, du lieber Himmel, okay, hier waren anscheinend etwas rabiatere Männer am Werk, die Wohnung zerstört haben. Ich schau mal hier kurz mich um. Cowboys? Gay Cowboys. Für Mark Bishop. Presented to Mark. Für Mark Bishop. With thanks from Silver Screen Props. Okay. New Testament? Circumstantial. So. Ja gut, vielleicht sollten wir auch erst mit der Frau reden. Okay, wir reden erstmal mit der Frau. Oder sollen wir uns jetzt erstmal hier umsuchen? Nee, das ist auch nichts Wichtiges. Probably nothing. Nee. Intoleranz, Kampf der Liebe durch alle Zeiten von David Griffiths. Great Wall of Babylon. A replica of a replica. Filmset-Replik. Okay. Oh, $5. I don't think so. Achso. Guanaco. Not everything here is going to be relevant. Yes, ich weiß. Es plinkert nur immer überall. Ich will ja alle Sachen mitnehmen, alle Hinweise. I don't think this is going to help us. Ja, ist ja gut. Gute Schnaps. Doesn't tell me anything. Gut, dann schauen wir mal ins Schlafzimmer. Liegen meistens ein paar... Was ist das denn? Nothing significant. Okay. Da ist was. Das ist doch richtig. Stimmt. Zahlen Sie gegen diesen Scheck den Betrag von $20.000 an. Lorna Hoppert, Aussteller Mark Bishop. Alter. What do you have to do to earn $20,000? Oh ja. Frage ich mich auch. Ein Ehering? Verlobungsring? Maybe. No.
das ist ein Lippenstift. Not sure this means much. Nee, da ist nichts. Das sind nur Hefte. Nee. Ah, nee, das war das New Testament. Nee, das war ja unwichtig. Nö, sonst, ist nichts mehr. Hier ist noch was. Was ist das denn? Uiuiui. Not much help. So. Okay. Nee, sonst ist hier... Nee. Alles klar, dann wollen wir mal die Frau befragen. Aber hier blinkert's doch noch immer. Das verwirrt mich. Naja, wir fragen jetzt... Ah, hier geht's auch noch in die Küche. Okay. Nee, es sind... Kochen. Toast. Kühlschrank, Zettel? Nee. Gut. Schau noch mal. Nee. Liegt da eine Ratte? Auf dem Boden. Kochlöffel. Gut, dann befragen wir jetzt erstmal die Frau. Those men, I think they work for Guy McAfee. Do you know the name? No. Why should I? June Ballard is married to Guy McAfee. Have you heard of her? That slut. She's been badgering my husband for days. Mrs. McAfee alleges that your husband tried to kill her and her friend last night. I think you should tell us what you know. My husband's a movie producer. This has something to do with his new picture. He doesn't include me in his business. Ich möchte jetzt eigentlich ungern die Intuition einsetzen. Aber gut. Okay, wir zweifeln an oder sie lügt. Der wird immer bei Anzweifeln so aggressiv. Ich mach mal anzweifeln. June Ballard said she had a deal to be in his new picture. Mark repeatedly told her no. He had Joan Leslie lined up for the role. That's how he got the finance. June made all kinds of threats. She was very rude to me. You know June Ballard? We were both on the same picture a few years back. That's how I met my husband. Aha. Missbrauch von Jessica Hamilton. Your husband was at a casting yesterday with a young girl? Not that I know of. He told me he was looking at locations. The picture's been cast. Okay, ich glaube, das ist die Wahrheit. The girl is named Jessica Hamilton. She was drugged. You should tell me what you know, Mrs. Bishop. My husband is no saint, detective. He's going to have to atone for his own sins. Na. Das ist so kotzend. Why is your husband paying Lorna Hopgood $20,000? Lorna? Marlon's ex-wife? Are you sure? Oh. Come on. Your husband looks like he's being blackmailed. They obviously have something on him if he's prepared to kill to cover it up. Why is the payment going to Hopgood and not McAfee? Lorna works at a check-cashing place in Hollywood. You need to ask Hopgood why he needs that much money in cash. Okay, wenigstens das. Oh Gott, da diesen wichtigsten her. Haben wir jetzt verkackt wieder, ey. Alles klar, also. Bling, bling. Oh, oh, oh. Looks like we found our mermaid. Who are these men in the picture? Ah. My husband, Mark, and Marlon Hopgood. They work together on occasion. That's Hopgood's shop. Ah.
Seht ihr, jetzt haben wir nochmal einen neuen Hinweis mitgenommen. Sehr gut, freut mich. Kann man jetzt jemanden deswegen befragen? Ah ja, super. Where can we find your husband, ma'am? He told me he would be on set. That's all I know. Ja, ich glaube, die sagt die Wahrheit. Either we find him or McAfee's people do, Mrs. Bishop. If you care for him, you should make sure that we find him first. I do care for him. But I don't really know where he'd go if he were in trouble. Hopgood might know. Okay, super. Your husband is in trouble. It could go easier for him if you were more helpful, Mrs. Bishop. He's a big boy, detective, and so are you. This is Hollywood. There's always a deal to be done. Alles klar. Okay, wir benutzen jetzt einfach mal ihr Telefon. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need a location on a silver screen prop store. Just a moment. Die alle wissen so Leitung. Silver Screen Props, corner 3rd and Figueroa. Thanks. Vielen Dank. Na, da haben wir ordentlich neue Orte und Hinweise bekommen. Aufzug. Ja. Super, da haben wir wenigstens 3 von 4 Fragen richtig. Das freut mich. An aging movie star, a wannabe starlet, and a movie producer's wife. They're finally rubbing shoulders with the almost rich and famous. Oh, yes. And from the stories they've given us, clearly none of them can act. Richtig. Schöne Musik. Wo war jetzt hier der Ausgang? Hier. Oder? Oh. Oh, der war ja da vorne. Hä? Ach da. Gott, das kam mir vorhin ein bisschen größer vor. So. Schauen wir mal in unser freshes Notizbuch. Person. Ich schaue mir nochmal die Person an. Wir haben June Ballard. Das war die komische Frau, wo wir die Fragen alle verkackt haben fast. B-Movie Schauspielerin und Fahrerin des Unfallfahrzeugs. Ich muss mir nochmal einen Überblick gerade beschaffen. Jessica Hamilton war das kleine Mädchen. Verdächtiger. Da fahren wir noch hin. Mark Bishop, Filmproduzent und Kollege von June Ballard. Gloria Bishop war die Frau von Mark Bishop und Überfallopfer. Marlon Hopgood ist der Eigentümer von den Requisiten. Ne? Da müssten wir jetzt auch auf jeden Fall noch hin. Aufgaben. Genau, Silver Screen Requisiten untersuchen. Als Ziel festlegen, bitte. So, mein guter Kollege, fahr du mal. You can drive. Bisschen Abwechslung. Schadet ja nicht. Darf der Kollege auch mal ran? Mrs. Bishop knows more than she's letting on. She doesn't seem to realize how much trouble her husband is in. The LAPD are the least of their worries right now. Yeah, you'd think she'd have gotten the hint after those hatchet men redecorated her apartment. Maybe she's just loyal. Or she's in on it. She didn't seem like your average giddy broad with nothing between the ears. Or she might just be trying to buy enough time for Bishop to put a couple of oceans between him and McAfee. Klingt auf jeden Fall auch logisch. Silver Screen Requisiten, 10:43 Uhr. Das ist auf jeden Fall die Meerjungfrau. So, dann wollen wir mal reintreten. Reintreten, ja, eintreten. Uiuiui. Oh Gott. Phelps and Bukowski, LAPD. We're investigating the attempted murder of June Ballard and Jessica Hamilton. Christ. I'm Marlon Hopgood. How can I help? You hold castings here? How'd you hear about that? I got a little soundstage out back. Lead the way. Okay.
Auf jeden Fall interessant, was er hier alles hat. So, you coming? Ja, kein Stress. So, you Wann coming? sich die Figuren mal wieder gefunden haben? Im Apartment. Ich könnte schwören, das waren die. Sag mal, wo führt der uns hin? Keep him here, Stefan. I'm gonna take a look around. What's this got to do with me? Don't try my patience, knucklehead. Alles klar, wir sollen uns jetzt mal umschauen. Das ist auf jeden Fall die Requisite. Ah, die Köpfe. Schaut mal. Das sind die doch, wo im Auto waren. Wollt ihr nichts dazu sagen? Wieso sagt er nichts dazu? Hä? Da ist noch mal so ein Kopf. Da unten ist Alkohol. Upsa. Sorry. Da sind Tabletten. Na. Na, nein, nein, nein. Chloralhydrat-Tabletten, giftig, für Gegenmittel sofort Arzt Doping a verständigen. 15-year-old kid and abusing her in a screen test. What is wrong with these people? Oh ja. Alter, krass. Okay. Da unten ist noch so ein blöder Kopf. Ah nein, da waren wir ja gerade. Da ist eine Kamera. Lol. Turn off the lights, Hopgood. Why would I want to do that? Humor him. One-way mirrors. There's a room on the other side. Well, well. Find a way into that peep den, Phelps. I'll stay here and keep our pervert company. Ach du Scheiße, ich will nicht wissen, was die hier betrieben haben. Ich will mir aber die Köpfe angucken. Das war doch bestimmt ein Bug. Sag was dazu. Wir haben doch so einen Kopf gefunden unter dem Rad. Okay, wir müssen jetzt schauen, wie wir da reinkommen. Hier ist eine Tür. Oh lol. Can't be that way, Phelps. You couldn't fit a rat through there. Hä? Hier liegt Schal. Ja, ich glaube, es liegt nichts, was wir untersuchen müssen. Nee. Hier ist eine Tür. Hä? Die verarschen uns doch. Okay. Okay, das ist jetzt ein gutes Rätsel. Wie kommt man in diesen Raum? I doubt it. Hä? Wie kommen wir darüber? Klar, hier kann es, glaube ich, nicht sein.
Können wir auch nicht durch. Ich muss nochmal da reinschauen. Sehe ich jetzt auch nichts. Gibt es hier irgendeinen Schalter oder irgendeine... Oh nein, ich mag fest schon wieder. Den Notizbuchtrick. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Spielen wir vielleicht da irgendwas? Ich versuche mal, ich rede mal mit denen. Ah ne, wir sollen ja erst... I'm sorry, but I'm really busy with an order for a new movie. Ich frage mal unseren Kollegen. I'm stumped. Ideas? The room behind the mirror makes our case. We need to find a way in. Ja, das ist mir klar. Kollege. Da liegt ein Hammer. Nehmen wir einfach den Hammer und schlagen die Scheibe ein. Und andersrum? Dass es noch einen anderen Weg rein gibt?